Heute trainieren wir gemeinsam unsere mimische Muskulatur. Das heißt, wir gehen beide Schritt für Schritt durch die Übungen durch. Das heißt, du musst heute nicht nur zuhören, sondern heute heißt's mitmachen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Trompetentraining. Ganz egal, ob du mit Pete, mit dem Lippenexpander, mit dem U-Trainer Point oder ganz banal mit einem Bleistift trainierst. Heute gehen wir Schritt für Schritt eine Trainingseinheit mit diesen Gerätschaften durch, um unsere Ansatzmuskulatur nach dem Trompetentraining, nach dem Trompeteüben gemeinsam zu stärken. Das heißt, schnapp dir deine Gerätschaft und dementsprechend gehen wir vorher noch mal ein paar Punkte durch. Also ganz wichtig, das Gerät, egal welches, nicht beim Training loslassen. Das würde unsere Lippe aushebeln und das wäre kontraproduktiv. Das heißt, unbedingt immer dann mit einer Hand waagerecht halten, damit die Muskulatur auch gleichmäßig trainiert werden kann. Achte auf dein Kinn, das darf nicht nach oben zudrücken, sondern das sollte nach unten gehen. Ganz wichtig, also nicht zudrücken, sondern ganz im Gegenteil, das Kinn geht nach unten und die Muskulatur packt dann das jeweilige Gerät. Wenn du das Kinn nicht alleine oben halten kannst, dann nimm doch einfach 1 oder 2 Finger zur Hand und unterstütze dich dabei. Du wirst merken, nach ein paar Tagen Training hast du auch ein gutes Gefühl für dein Kinn, für die Kinnmuskulatur und dann kannst du es auch nach unten ziehen bzw. dann auch halten. Ich stelle mein Metronom jetzt auf Tempo 60 ein, das heißt wie eine Minute 60 Sekunden hat und wir trainieren immer 8 Zählzeiten, die Muskulatur zu halten, denken über die 8 Sekunden immer nachspannen bis zum letzten Schlag und machen danach immer 4 Zählzeiten Pause. Ein Set besteht aus 5 Wiederholungen, das heißt wir machen 5 mal bis 8 und jeweils 4 Zählzeiten Pause dazwischen. Dann ist das erste Set beendet. Kurze Pause. Danach kommt das zweite Set auf die gleiche Art und Weise und eben das dritte Set. Im vierten geben wir es uns nochmal richtig. Dann heißt es, wir kontrahieren unsere Muskulatur mit Pete und so weiter und so fort und halten so lange wie es nur geht. Das heißt, wir denken permanent an dieses Nachspannen und lockern natürlich nicht absichtlich unsere Muskulatur. Die lässt automatisch nach. Aber wir kämpfen um jede Sekunde, die wir halten können. Und irgendwann geht es einfach nicht mehr. Und dann lockern, ausstreichen und so weiter und so fort. Jetzt braucht nämlich die Lippe Regenerationszeit und an dem Tag auf jeden Fall kein Trompetentraining, keine Probe etc. mehr machen. Die Muskulatur braucht Ruhe, damit sie sich erholen kann. Also, wir stellen das Metronom auf 60 ein. Und los geht's. Also 8 Sekunden halten. Vier Zählzeiten Pause. Und wieder 8. Pause. Und Pause. Und Pause. Und jawohl, das war das erste Set. Jetzt auch wieder ein bisschen ausstreichen und die Lippen lockern, bevor wir gleich ans dritte Set gehen. Ganz wichtig, zieh deine Gerätschaft nicht von der Lippe weg. Das heißt, wir kontrahieren unsere Muskulatur und halten es fest. Aber dieses Wegziehen, also dieses Intensivieren dieser Übung, das machen wir heute noch nicht. Weiter geht's, zweites Set. 2, 3 und Pause. Und Pause. Und
Pause. Und Pause. Und jawohl, und dann war es das zweite Set schon. Wieder ausstreichen, die Muskulatur bzw. Muskulatur lockern. Immer dran denken, wenn wir diese Wiederholungen machen, permanent über diese 8 Zählzeiten, 8 Schläge, 8 Sekunden, immer vom ersten bis zum letzten Schlag nachspannen, 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 nachspannen. Mantraartig heißt jeder Schlag, den man da hört, nachspannen, nachspannen, nachspannen und durchziehen natürlich. So, wir gehen zum dritten Set. Wieder die 60. 2, 3 und locker. Und Pause. Und Pause. Und Pause. Und jawohl, jetzt waren die 3 Sets durch. Ausstreichen, Lippen lockern, ganz wichtig. So, und jetzt gehen wir zum letzten, das heißt zu meiner 4. Einheit. Die wird offiziell nicht vorgeschlagen, aber die mache ich immer. Das brauche ich auch so vom Gefühl her. Ich mache das Training immer alle 2 Tage, also immer einen Tag Pause dazwischen zu der Regenerationszeit. Trompete wird natürlich an dem Tag geübt, das ist ganz klar, aber keine Gerätschaften wie Lippenexpander, Pete und so weiter und so fort. Das heißt, wir nehmen jetzt zum letzten Mal Anlauf und schauen wir mal, wie viel Sekunden wir das Ganze halten können, beziehungsweise ich messe das meistens gar nicht, sondern ich denke permanent an das Nachspannen. Man wird merken, die Muskulatur lockert sich und irgendwann geht es einfach nicht mehr und dann ist der Übetag beendet. Los geht's, starten wir. 2, 3 und dranbleiben. Und es brennt wie Feuer.
Das ist eine richtige Kraftanstrengung und eine Disziplin, Herausforderung, also Wahnsinn, was man da kämpft. Aber man merkt jetzt auch direkt, dass die Muskulatur wie in Zeitlupe nur noch agieren kann. Es tut richtig weh. Und an dem Tag geht einfach nichts mehr. Ne? Man muss der Muskulatur jetzt auch Pause geben. Wichtig ist immer dabei, wenn man diese Übungen macht, nicht zum Atmen aufhören. Also weiter atmen, sich mit Sauerstoff versorgen. Und dementsprechend natürlich dann im letzten Set, in diesem vierten, in dieser richtigen brutalen Herausforderung, dann versuchen, dran zu bleiben, durchzukämpfen. Wenn man merkt, es geht nicht mehr, ein paar Sekunden kann man noch halten. Das geht schon. Und wenn man dann denkt, jetzt muss man aufgeben, häng noch 2 Sekunden dran. Also es lohnt sich wirklich, das zu machen. Denk immer dran, das Kinn muss nach unten ziehen und der Ringmuskel, unsere mimische Muskulatur, packt dann das dementsprechende Gerät, Bleistift bis Speed, und dementsprechend natürlich halten und permanent über die ganze Strecke denken, nachspannen, 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 nachspannen. Das fällt mir wesentlich leichter, als wenn ich alle 5 Sekunden mir sage, jetzt muss der nachspannen. Ich bleibe lieber permanent in dieser Anstrengung und kämpfe mich da durch. Und im letzten Set bei dieser extremen Herausforderung natürlich umso mehr. Wie trainierst du deine mimische Muskulatur? Was hast du damit für Erfahrungen gesammelt? Schreib's doch unten in die Kommentare. Ansonsten lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.